Hallo allerseits und willkommen zum zweiten Teil meines Bauberichts über den Ferret Mark II von Airfix im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um meinen Beitrag für den Wheeled Vehicles in Military Use Gruppenbau von Jorama Modellbau und Scale Bench Plastic Models hier auf YouTube. Der Zeitrahmen für den Gruppenbau war mit 3 Monaten etwas knapp bemessen, aber wie man sehen kann, habe ich es trotzdem geschafft, alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Im vorausgegangenen ersten Teil haben wir uns im Detail angeschaut, worauf es beim Zusammenbau des Ferret ankommt. Außerdem haben wir den Sockel und die Figuren vorbereitet. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und ihr daran interessiert seid, dann folgt einfach dem Link, welcher jetzt oben rechts eingeblendet ist, oder schaut einfach später in der Videobeschreibung nach. In diesem zweiten Teil meines Bauberichts sprechen wir durch, wie ich den Ferret lackiert und gealtert habe und wie der Sockel gestaltet wurde. Zunächst habe ich den Ferret in einige handliche Komponenten zerlegt. In die Reifen und den Turm habe ich dann kleine Löcher gebohrt, in welche dann Schaschlikspieße gesteckt wurden. So können wir auch die kleineren Komponenten gut mit der Airbrush lackieren. Anschließend wurde alles mit schwarzer Acrylfarbe grundiert. Dafür habe ich, wie immer, Revell Matt 9 Anthrazit verwendet. Die Revell Aqua Acrylfarben sind meine bevorzugten Farben, die lassen sich gut verarbeiten und sind auch ziemlich widerstandsfähig. Dann konnte ich die eigentliche Farbgebung aufs Modell sprühen. Es sollte ja ein Fahrzeug der rhodesischen Armee werden, daher führte kein Weg an der ikonischen Tarnlackierung der Rhodesier vorbei. Die Grundfarbe des zweifarbigen Anstrichs bildet ein eigenartiges Dunkelgrün, wofür ich Revell Matt 65 Bronzegrün mit einem guten Schuss Matt 48 Seegrün vermischt habe. Ich mische meine Farben gerne gleich direkt in der Dose an, so halten die Farben am längsten und man hat sie beim nächsten Mal auch gleich wieder parat. Damit wurde der Ferret dann besprüht, wobei ich keine besonderen Techniken oder Schattierungseffekte mit eingearbeitet habe. Es sollte einfach alles grün werden. Danach folgten die Tarnflecken und Streifen mit einer noch seltsameren Farbe, nämlich dem berühmten rhodesischen Baby-Poo-Farbton. So hieß er zumindest im Militärjargon. Diese Farbe ist etwas schwierig zu beschreiben. Es ist eine Art Ockergrün, das auf manchen Referenzfotos mal sehr gelblich, mal sehr grünlich wirkt. Auch hier muss man sich die Farbe selbst anmischen. Ich habe hierfür einer dunkelgrünen Farbe so lange Matt 16 Sandgelb beigegeben, bis ich nicht mehr eindeutig sagen konnte, ob es gelb oder grün war. Dann ist der Farbton genau richtig. Diese Farbe habe ich dann anschließend eben als Tarnmuster aufgesprüht. Der Verlauf des Tarnmusters ist nicht so wichtig in diesem Fall. Entscheidend ist, dass die Flecken am Ende ungefähr die Hälfte des Fahrzeugs bedecken. Ich weiß nicht genau warum, aber manchmal neigen die Revell-Farben leider zum sogenannten Overspray, also zu einem etwas unsauberen Spritzbild, wie man hier recht schön an diesen Farbsprenklern rund um die Tarnflecken sehen kann. Nun, ich bin ein pragmatischer Mensch, anstatt also meine Airbrush-Künste zu verbessern, denke ich mir lieber Methoden aus, um solche kleine Unsauberkeiten einfach aus der Welt zu schaffen. In diesem Fall übernebelte ich das Modell nochmals vorsichtig mit der grünen Grundfarbe von vorhin, wodurch die Farbsprenkler dann einfach schnell und einfach überdeckt wurden. So kommt man ohne viel hin und her zu einem guten Ergebnis. Darauf folgte die Detailbemalung, welche bei diesem Modell nicht sehr aufwendig war. Es mussten lediglich die Reifen, die Antenne, das Maschinengewehr und ein paar andere Kleinigkeiten bemalt werden. Das Innere des Turms war im Übrigen auch in der grünen Außenfarbe lackiert. Die Frontscheinwerfer habe ich zusätzlich noch mit dem Liquid Chrome Lackstift von Molotow behandelt, um den Scheinwerferreflektoren einen realistischen Glanzgrad zu geben. Danach wurden auch gleich die Scheinwerfergläser eingeklebt, wofür man am besten Tamiya Extra Thin verwendet. Das Zeug ist ziemlich gut geeignet für Klarsichtteiile. An diesem Punkt hätte ich normalerweise die Abziehbilder aufgetragen, da unser Modell aber keine Markierungen hat, was es bei der rhodesischen Armee durchaus gab, können wir uns gleich an die Alterung machen. Den Alterungsprozess leite ich fast immer mit einem dunklen Ölfarbenwash ein. Man kann sich so ein Wash ganz leicht selbst herstellen, aber natürlich kann man auch ein fertig angemischtes Wash verwenden, von denen es ja auf dem Markt viel zu viele gibt. Für mein eigenes Wash habe ich je einen Klecks der Ölfarben Smoke und Bitume der Abteilung 502
mit etwas Feuerzeugbenzin vermischt und habe dann dieses Wash anschließend flächig auf dem ganzen Modell aufgetragen. Man kann hier natürlich auch etwas präziser vorgehen. Mir gefällt an dieser Technik aber, dass man nicht nur die Details betont, sondern gleichzeitig auch eine Art Schmutzfilm auf dem Modell erzeugt, was ganz allgemein eine gute Grundlage für die Alterung ist. Ich finde das Ergebnis jedenfalls vollkommen okay und der Arbeitsaufwand ist sehr gering. Interessant ist auch, wie stark das Wash die Tarnfarbe beeinflusst. Die Tarnflecken wirken nun deutlich dunkler und grünlicher als zuvor. Da sieht man mal, was ein bisschen Schmutz ausmachen kann, und es erklärt auch sehr schön, warum auf manchen Referenzfotos die Tarnflecken mal sehr grünlich und mal eher gelblich wirken. Danach kamen die Lackschäden an die Reihe. Bei diesem Schritt kann man sich wirklich gut austoben, wenn man will, aber zu starke Lackschäden sind natürlich nicht unbedingt realistisch. Ich persönlich halte mich da meistens lieber zurück und trage nur ein paar dezente Lackschäden auf. Zuerst wurde das Modell mit Revell Matt 91 Eisen trocken gemalt, was dem Fahrzeug einen dezenten metallischen Glanz gibt und an vielen Stellen schon gewisse Abriebeffekte und Lackschäden ohne viel Aufwand erzeugt. Zusätzlich tupfte ich noch etwas dunkelgrüne Farbe mit einem Stück Schaumstoff auf, um ein paar oberflächliche Beschädigungen des Lacks darzustellen. Ergänzend wurden mit einem dünnen Pinsel noch eine Handvoll Kratzer aufgemalt. Ich finde, das reicht vollkommen aus, um dem Lack des Fahrzeugs ein beanspruchtes Aussehen zu geben. Zu guter Letzt musste der Ferret noch etwas verschmutzt werden, wofür ich in der Hauptsache wieder meine Gartenerde-Methode verwendet habe. Um die rötliche Erde in einigen Gegenden des afrikanischen Kontinents darstellen zu können, musste ich mir aus verschiedenen Erdsorten, die ich für solche Fälle gerne sammle, eine geeignete Mischung selbst herstellen. Wie man sieht, bildete die Grundlage reguläre helle Erde aus meinem Garten, welche ich zuvor fein gemahlen und gesiebt habe. Diesem Erdstaub habe ich dann noch etwas rötliche Erde beigegeben. Die hat mir im Übrigen vor einer Weile ein Freund von einem spanischen Campingplatz mitgebracht. Meine Freunde wissen eben, dass man mich schon mit einer Handvoll Dreck als Urlaubsmitbringsel glücklich machen kann. Dieses Erdgemisch habe ich dann, wie sonst auch, mit etwas Pronal Express Holzleim, reichlich Wasser und einem Tropfen Spüli vermischt, sodass eine Art Dreckwash entstand. Damit wurde dann das komplette Modell bestrichen. Nach der Trocknung kann man dann den überschüssigen Schmutz leicht mit einem feuchten Pinsel abbürsten und so den Verschmutzungsgrad ganz einfach steuern. So entstand die Grundverschmutzung, welche aber etwas zu langweilig aussah, weshalb ich auf das Modell anschließend noch die MIG-Pigmente African Earth aufgebürstet habe. Dabei habe ich mich hauptsächlich auf die unteren Bereiche des Fahrzeugs konzentriert. Die Pigmente sind sozusagen aggressiv und verbeißen sich gut in der Oberfläche, sodass man sie einfach trocken aufbürsten kann. Da das Modell später ohnehin auf einem Sockel befestigt werden sollte und man es dann auch nicht mehr anfassen würde, brauchten die Pigmente nicht noch zusätzlich mit einem Pigmentfixer oder Klarlack abgebunden werden. Damit war der Ferret fertig lackiert und gealtert. Sieht schön staubig aus, nicht wahr? Und auch die Oberfläche wirkt ziemlich überzeugend, finde ich. Nebenher habe ich auch schon gleich die Figuren bemalt, darauf möchte ich in diesem Video aber nicht näher eingehen. Das zu erklären würde zu lange dauern, außerdem macht es mehr Sinn, den Prozess bei einer anderen Gelegenheit in einem eigenen Video näher zu zeigen, für all diejenigen, die das eben genau interessiert. Nur so viel, die Figuren habe ich, wie immer, mit verschiedenen Acrylfarben von Revell, Life Color und Vallejo bemalt. Danach wurden mit einem dezenten Ölfarbenwash die Details etwas betont und die Figuren, genau wie das Fahrzeug, dann noch etwas verschmutzt. Interessanter ist für die meisten von euch wohl, wie ich den Sockel gestaltet habe, und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Genau wie beim Ferret habe ich den Sockel zuerst schwarz grundiert. Man hätte die natürlichen Farben der Steine und des abgestorbenen Baums durchaus direkt nutzen können, aber ich wollte trotzdem lieber alles selbst bemalen. Der Baum wurde mit verschiedenen hellbraunen Farbtönen besprüht, was ziemlich passend ist für Totholz. Anschließend habe ich die Details mit verdünnter mittelbrauner Acrylfarbe etwas betont. Die Felsen habe ich nacheinander mit verschiedenen Grautönen bemalt, wobei auch hier immer wieder verdünnte Acrylfarbe verwendet wurde,
um diese Grundfarben eben etwas zu modulieren und den Felsen so ein etwas natürlicheres Aussehen zu geben. Vor allem rostbraune und ockerfarbene Acrylwashes sorgten in diesem Fall für ein überzeugendes Ergebnis. Zusätzlich wurden der Baum und die Felsen noch mit einem dunklen Ölfarbenwash behandelt, um die Vertiefungen und die Oberflächentexturen noch zu betonen. Wie man sieht, habe ich die restliche Fläche des Sockels hellbraun bemalt. Das hat den Sinn, dass man später nicht irgendwelche komischen Farben durchscheinen sieht, sollte sich von dem nun folgenden Bodenbelag eines Tages irgendwas ablösen. Das ist also nur eine reine Sicherheitsmaßnahme. Für den Bodenbelag habe ich dasselbe Erdgemisch verwendet, welches schon für den Ferret zum Einsatz kam, denn die Schmutzeffekte auf dem Fahrzeugmodell und die Farbe des Untergrunds sollten zumindest einander ähnlich sein, damit am Ende alles zueinander passt und glaubwürdig aussieht. Natürlich sollte für diesen Einsatzzweck die Mischung wesentlich dickflüssiger ausfallen, damit unsere Erdpaste dann auch eine gewisse Deckkraft entfaltet. Um die Paste auf dem Sockel zu verteilen, verwendet man am besten einen großen alten Borstenpinsel. Ganz wichtig ist nun, dass man alles Wesentliche gleich und sofort auf dem Sockel befestigt, solange die Paste noch nicht getrocknet ist. Das hat zwei Vorteile: Man kann zügig weiterarbeiten und alle Elemente wie die Pflanzen oder kleine Steine oder was auch immer, das fügt sich alles dann optimal in die Szenerie ein. Nachdem ich also die Paste auf den Sockel aufgetragen hatte, streute ich zusätzlich noch etwas trockene Erde auf den Sockel. Das sieht vielleicht anfangs nicht so aus, aber dieser Schritt ist extrem wichtig, denn so entsteht eine realistische Bodentextur. Würden wir die Paste einfach nur so trocknen lassen, dann würde es am Ende aussehen wie getrockneter flüssiger Schlamm, so von der Textur her. Wir wollen aber feste Erde darstellen, daher ist es notwendig, das trockene Erdpulver relativ gleichmäßig auf dem Sockel zu verstreuen. Man kann gleichzeitig auch schon kleine Steinchen oder Schotter mit einarbeiten. Als nächstes kamen diverse Grasbüschel von Vallejo und Miniatur zum Einsatz. Auch diese werden direkt in die noch feuchte Oberfläche eingearbeitet. Ich empfehle euch aber, die Grasbüschel an der Unterseite zusätzlich noch mit etwas Holzleim zu benetzen. Das verhindert, dass sich die Ränder der Grasbüschel beim Trocknungsprozess aufstellen. Wie man sieht, platziere ich die Grasbüschel nicht einfach bloß auf dem Sockel, sondern ich massiere sie sozusagen in die Oberfläche ein. So sieht es am Ende wirklich so aus, als ob das Gras aus dem Boden wachsen würde. Wichtig sind auch die unterschiedlichen Wuchshöhen der Pflanzen. Wir wollen ja keinen englischen Rasen darstellen, sondern mehr oder weniger wilde Natur. Daher ist es hilfreich, noch ein paar andere Pflanzen als nur die Grasbüschel auf dem Sockel zu platzieren, damit das Ganze einfach abwechslungsreicher wird. Ich verwende dafür gerne diese tollen getrockneten Pflanzen von Diorama Presepe. An den Rändern und in den Lücken zwischen den Grasbüscheln macht sich das getrocknete Seegras von AK Interactive ganz gut. Nachdem alles getrocknet ist, zeigt sich, wie gut wir alles hinbekommen haben. Ohne viel Aufwand ist ein kleiner, aber detailreicher Sockel entstanden, in den sich der rhodesische Ferret gut einfügen wird. An dieser Stelle kann man den Rahmen des Sockels wie gewünscht gestalten. Ich bemale den Rahmen gerne mit schwarzer Acrylfarbe und befestige an der Sichtseite meistens noch einen kleinen Gegenstand, um dem Modell etwas mehr Kontext zu geben. Das kann eine Münze, ein Abzeichen, eine Briefmarke oder sonst irgendwas sein. In diesem Fall habe ich mich für einen Aufnäher entschieden, welcher einst an den Schulterklappen der rhodesischen Armee befestigt war. Nun konnte abschließend auch der Ferret und die Figuren festgeklebt werden. Auch dafür habe ich wieder Bonal Holzleim verwendet. So bleibt alles sicher an Ort und Stelle. Gut, damit wäre alles gesagt und dieses wunderschöne Projekt, welches mir schon lange im Kopf umging, abgeschlossen. Schon vor vielen Jahren hatte ich die Idee, einen rhodesischen Ferret zu bauen. Es ist immer wieder ein enorm erhebendes Gefühl für mich, wenn sich eine alte Idee endlich in die Wirklichkeit verwandelt. Ich weiß, es gibt viele Modellbaukollegen, die manchmal Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren. Einer meiner größten Motivationsbooster ist immer die Fertigstellung eines Projekts. Das befreit, das ist ein Glücksmoment und spornt zu neuen Projekten an. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, mal was zu vollenden
und sich dann durch dieses Erfolgserlebnis neu zu motivieren. Zumindest funktioniert das bei mir ganz gut. Alles klar, ich möchte jetzt nicht weiter predigen, sondern stattdessen mich nochmals bei Joachim von Jorama Modellbau und Markus von Scale Bench Plastic Models für die Einladung zu diesem wunderbaren Gruppenbau bedanken und hoffe, dass euch mein Beitrag gut gefällt. Ich werde demnächst noch ein eigenes kurzes Präsentationsvideo von meinem Ferret veröffentlichen. Das gehört für mich einfach dazu und ich bin mir sicher, dass euch der Song in dem Präsentationsvideo ganz gut gefallen wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.